Plätze, fertig, los und komm. Hopp, hopp, noch. Oh, haben wir noch, sehr gut. Die Mitgliedergewinnung ist eine der wichtigsten Dinge, die ihr als Trainer in eurem Tennisverein übernehmen müsst. Mitgliedergewinnung, das bedeutet Schnupperstunde, Teilnehmer, Tennisinteressierte einzuladen und dann innerhalb von einer Stunde nach Möglichkeit so zu begeistern, dass sie die Unterschrift machen und eurem Verein beitreten wollen. In diesem Video möchten wir euch ein Konzept vorstellen, wie ihr es schaffen könnt, innerhalb von 60 Minuten möglichst viele Tennisbegeisterte an Land zu ziehen. Nach dem Intro geht's los mit meinem Team hier heute. Viel Spaß bei diesem Video. Ich möchte euch kurz das Material präsentieren, was wir brauchen. Wir spielen mit roten Bällen, die sind 75% druckreduziert, sind etwas größer, damit sie etwas langsamer springen, ich den Ball besser treffen kann. Dann haben wir einmal unsere 23er Länge in Tennisschlägern, die für die Red Stage, wie zu meinem T-Shirt auch passen, ja, zur roten Stufe, passend mit den Bällen. Passend dazu haben wir die Kindernetze, 80 cm hoch in der Mitte, 6,40 Meter breit. Gibt es von jeder Firma. Wichtig ist, dass die Netze auch transportabel sind, sodass ich sie auch wieder auseinanderbauen kann und kann sie in einer Tasche transportieren. Dann haben wir noch aus der Warm-up-Übung einen ganz normalen Schwimmball sozusagen, ein Ball, den man für einen Euro irgendwo in einem Laden bekommt oder als Geschenk. Dann haben wir noch Tennisschläger, die wir natürlich am besten vorher präsentieren sollten. Jetzt haben wir hier einen Schläger, den haben wir noch nicht präsentiert oder präpariert, weil das Griffband würde ich vorher einmal vorbereiten, dass das dann zumindest so aussieht, dass die Schüler auch den Schläger gerne in die Hand nehmen wollen, weil das natürlich auch für die Teilnehmer wichtig ist. Möchte ich es anfassen oder sage ich lieber, das möchte ich lieber nicht in die Hand nehmen. So, und das Letzte, was ihr noch benötigt, sind solche Markierungen. Die könnt ihr euch entweder selbst basteln oder die gibt es auch als Set, 8er-Set, auch mit Ecken. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr die da habt. Braucht man nicht nur für die Mitgliedergewinnung, sondern aber auch für den Trainingsbereich. Ja, starten wir mit dem Aufwärmprogramm. Wir haben hier unsere Probanden und Probandinnen, ja, die haben jetzt hier in diesem Video noch nie Tennis gespielt. Natürlich haben sie in diesem Fall schon Tennis gespielt, aber wir gehen jetzt in dem Video davon aus, dass sie die erste Tennisstunde haben und so wollen wir entsprechend jetzt auch das Video erstellen. Wir fangen an mit einem schönen Warm-up, das heißt, wir sind alle jetzt heiß auf Tennis, wir wollen Tennis leben, wir wollen Tennis erfahren und zu jedem guten Tennistraining gehört auch ein gutes Aufwärmprogramm. Und damit wollen wir jetzt starten. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt aus unserem Lehrgang vom Hessischen Tennisverband. Da hat der Timo ein wunderbares Aufwärmen gemacht, was ihr super mit großen Gruppen machen könnt. Also das Video schauen wir uns jetzt an und da habt ihr ein super Konzept, wie ihr das mit vielen Leuten auf einem Platz interessant und interaktiv gestalten könnt. So, schauen wir mal rein in das Aufwärmprogramm hier vom Timo. Wir möchten möglichst viele Spieler auf einem Platz erwärmen und wir nehmen viele Elemente der Beinarbeit vom Tennis hinterher auch mit Schläger und Ball dazu. Wir starten mit Vorwärts-Rückwärts-Laufen, Sidesteps und dann Elementen, die dann der Bewegungsschule dienen. Und wichtig ist, dass ihr wie der Timo eine gute Ansprache habt. Hier mal das Überkreuzschritte, ein Hopserlauf rückwärts, was häufig nicht so einfach ist, koordinativ. Dann die Überkreuzschritte mal vorne rum, inklusive Hopserlauf. Wir nehmen hier die Arme immer mit. Überkreuzschritt hinten und jetzt nochmal mehr Armaktion, wie wenn wir in die Luft greifen wollen, inklusive Hopserlauf. Wir haben wieder beide Elemente drin und jetzt kommen die Bälle ins Spiel. Jetzt machen wir eine kleine Ballschule, da geht es dann jetzt um Prellen mit der rechten, mit der linken Hand. Alles, was ein Tennisspieler braucht. Dann streuen wir auch mal schwierigere Elemente mit bei, zum Beispiel eben rückwärts laufen und abwechselnd prellen, sowie ja, Dinge, die wir über dem Kopf machen. Jetzt werfen wir von links nach rechts über dem Kopf, am besten mit ausgestreckten Armen. Ja, da muss man eben auch ein bisschen drauf achten, dass die Schüler das richtig machen. Genau. Jetzt nehmen wir den Ball und die Beine dazu, sollen jetzt immer über den Ball gehen und jetzt in der nächsten
In dem nächsten Step nehmen wir jetzt die Schläger dazu und machen das Ganze mit Schläger und Ball. Und da werdet ihr sicherlich schon sehen, Anfänger stoßen hier sehr, sehr schnell auch an ihre Grenzen. Also macht es einfacher für jüngere Spieler, die damit noch Probleme haben, und schwerer für Spieler, die es eben schon können. Wichtig, immer eine gute Belastungssteuerung und Herausforderung zu haben. Tennistrainer, aufgepasst! Dieses Buch ist das einzige, was ihr braucht. Dieses Buch ist kein trockenes Fachbuch. Es ist dein Begleiter auf und neben dem Platz. Eine Mischung aus Fachwissen, echten Trainergeschichten und Erfahrungen aus dem Profibereich. Und das Beste, im Praxisteil scannst du einfach den QR-Code und siehst jede Übung als Video. Bist du bereit, dein Training auf ein neues Level zu heben und mehr Mitglieder für deinen Verein zu gewinnen? Dann hol dir jetzt den Erfolgskompass für Tennistrainer. Genau, jetzt sind wir beim Ball hochprellen. Auch das in der Bewegung, nicht ganz so einfach. Muss ich immer anpassen. Dann mal mit rechts, mal mit links. Hier mal mit Schlägerübergabe von rechts nach links. Da seht ihr, auch Fortgeschrittene haben hier schon auch das ein oder andere Problem. Hier mal ein Prellen, das ist wirklich schon für sehr fortgeschrittene Spieler, die schon sehr, sehr viel mit Schläger und Ball gearbeitet haben, aber vielleicht auch schon mal Fußball gespielt haben, Handball, dann werdet ihr sehen, die können das schon besser. Und jetzt ganz wichtig, auch mal in die Knie zu gehen, eben die Aktion aus den Beinen zu unterstreichen, dass man mal tief versucht zu prellen und wieder hochzukommen. Welcher Übung ihr jetzt euch hier rausnehmt, kommt immer auch auf die Mischung, auf die Durchmischung eurer Altersstruktur in der Schnupperstunde drauf an. Also habt ihr sehr, sehr viele kleine Kinder, dann würde ich eher mit den Aktionen nach oben arbeiten. Hier nach unten, das wird für viele Kleinkinder sicherlich noch zu schwierig sein. Also nehmt Elemente aus diesem Aufwärmprogramm mit und adaptiert sie letztendlich für eure Spielstärken, die ihr schon habt. Hier gegen Ende machen wir dann noch eine kleine Challenge. Wer schafft es, häufiger den Ball nach oben zu prellen? Das machen wir hier mit den fortgeschritteneren Spielern schon mit dem Rahmen. Ihr könntet das in eurer Schnupperstunde natürlich auch mit der normalen Schlägerfläche machen. So, vielen Dank. Ich hoffe, euch ist warm. Uns hat Spaß gemacht. Was neben dem normalen Aufwärmen immer super gut ankommt, sind Spiele, wo alle in Bewegung sind und die ihnen super viel Spaß machen. Eines davon ist Mittenball und das will ich euch jetzt zeigen, weil das bei meiner Schnupperstunde, die ich für unseren Verein gemacht habe, super gut ankam. Ist relativ easy, wir brauchen einen Wasserball oder einen leichten Ball, legen den in die Mitte. Wir haben zwei Teams, in dem einen spiele ich jetzt mit der Liz und der Kim. Und drüben haben wir den Tobi, den Timo und den Fabi. Und jetzt ist die Aufgabe, wir haben 15 wichtig Methodikbälle. Wir arbeiten immer mit Methodikbällen, auch in den Schnupperstunden. 15 Methodikbälle, 15. Und jetzt auf die Plätze, fertig, go. Werfen wir die Bälle auf den Wasserball und müssen versuchen, den Wasserball über die erste Linie hier zu bringen. Welches Team das schafft, hat gewonnen. Und alle sind in Bewegung. Ihr werdet jetzt sehen, was da für eine Mordsgaudi entsteht. Auf die Plätze, fertig, los und komm. Hopp, hopp, mach. Oh, haben wir noch, sehr gut. Komm und nein, nein. Oh. Schade. Okay. Ihr habt es gesehen? Super viel Spaß. Alle lachen. Ja, und dann könnt ihr das Ganze bis 3 Punkte spielen. Und ja, probiert es aus. Das war der erste Teil zum Thema Warm-up hier in der Schnupperstunde. Wollt ihr Teil 2 sehen? Dann klickt eins weiter auf YouTube und damit geht es dann weiter mit dem Thema Koordinationsübungen mit Schläger und Ball.